1915, das zweite Jahr des Ersten Weltkriegs. Überall unter den Gipfeln dieses spektakulären Alpenpanoramas fanden blutige Schlachten statt. Unter den entweder von den Österreichern oder aber den Italienern gehaltenen Gipfeln gruben die Soldaten ein Labyrinth von Tunneln und Unterständen. Ein immenser Aufwand wegen nur weniger Meter taktisch wichtigen Landgewinns. Hunderte Gebirgsjäger kletterten, kämpften und starben auf den höchsten Gipfeln der Dolomiten. Der bekannteste von ihnen war der Tiroler Bergführer Sepp Innerkofler. Sein Angriff auf den Patternkofel sorgt bis heute für Gesprächsstoff in diesem Gebiet der Alpen. Nachdem Italien den Londoner Geheimvertrag unterzeichnet hatte, trat es im Mai 1915 in den Ersten Weltkrieg ein. Die Dolomiten wurden zur Kriegsfront zwischen Italien und Österreich-Ungarn. Sofort beeilten sich die Truppen beider Staaten, alle strategisch zentralen Bergpässe zu besetzen. Der Kampf im Hochgebirge war blutig. Man kämpfte im Nahkampf in den Schützengräben, ja selbst in den Stollen, die man in den Fels gehauen hatte. Wer den Gipfel und den Kamm besetzte, beherrschte das Tal darunter. Eine gut postierte Geschützbatterie konnte an diesem Teil der Front alles entscheidend sein. Die Namen der Gipfel wurden Teil der Kriegsgeschichte. Die Marmolata, der Col di Lana, der Monte Piana, der Patternkofel und die drei Zinnen. Julia Richardson und Andy Hawkins sind Archäologen der britischen Durand Group. Diesmal besuchen sie die Schauplätze der Schlachten in der Bergwelt der Sextener Dolomiten. Speziell interessieren sie die Gräben und Schanzen am Fuße des Monte Piana sowie die Stollen am Patternkofel. Ihr ortskundiger Bergführer ist Paolo Tassi, der ihnen den Frontverlauf zur Anfangszeit des Weißen Krieges in den Dolomiten zeigen wird. Die Italiener hielten den Gipfel und die Österreicher mussten den Gipfel einnehmen. Ja, nur so ließ sich das hier kontrollieren. Im Nordosten Italiens, oberhalb von Cortina d'Ampezzo gelegen, überragt der Patternkofel einen der schönsten und markantesten aller Gipfel in den Alpen, die drei Zinnen, drei massive Felstürme in den Sextener Dolomiten. Wer sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt, stößt auf ungewöhnliche Menschen. Einer der allerungewöhnlichsten war Sepp Innerkofler. Bis 1919 markierten diese Felstürme die Grenze zwischen Italien und Österreich. Auf Deutsch genannt Drei Zinnen, auf Italienisch Tre Cime di Lavaredo. Am 24. Mai 1915 wurde Italien zum Bündnisgenossen von Großbritannien, Frankreich und Russland im verheerendsten Krieg der Menschheitsgeschichte. Die junge Nation hatte bereits mehrfach gegen die Habsburger Donaumonarchie gekämpft, um italienischsprachige Gebiete an Rom anzugliedern. Trient und Triest befanden sich jedoch unverändert in österreichischer Hand. Und die Politiker in Rom sahen ihre Stunde gekommen, beide Städte zu erobern. Die italienischen Militärs begriffen die gesamte Dolomitenfront von der Marmolata bis hinunter zu den Sextener Dolomiten als den Zugang zum Pustertal. Deshalb stieß die italienische Armee mit aller Macht in diese Richtung vor. Auf dieser Front wechselte das Glück täglich zwischen den Österreichern und den Italienern hin und her. Zu jener Zeit hielten die Italiener den Gipfel des Patternkofel besetzt. Ein strategisch ganz wichtiger Punkt. Und zwar für beide Seiten.
Die Drei Zinnen oder das Zinnenplateau war eine wichtige Verteidigungsposition, da unmittelbar an der Grenze. Der Tiroler Bergführer Sepp Innerkofler wurde zum Helden der Schlacht im Hochgebirge. Selbst für uns Bergführer des 21. Jahrhunderts bleibt Sepp Innerkofler ein Vorbild. Genau wie für alle Bergführer seiner Zeit. Noch heute begleiten wir in seinen Fußspuren die Touristen auf die Gipfel. Innerkofler griff zu den Waffen, weil er den Vorstoß der Italiener als Angriff auf seine geliebten Berge verstand. Nur musste er jetzt gegen seine italienischen Nachbarn kämpfen, die ihm von einem benachbarten Gipfel zugewunken oder mit ihm in seiner vor Kriegsbeginn eröffneten Berghütte ein Glas Wein geleert hatten. Eine Bergkette bringt ja oft die Anwohner zusammen, statt sie voneinander zu trennen. Wer im Hochgebirge lebt, hat ein hartes Leben. Der Paternkofel befindet sich circa hier in südwestlicher Richtung hinter der Langlanspitze und der Doblinger Knoten noch ein bisschen weiter westlich. Vom Paternkofel hatten sie ein gutes Schussfeld nach Sexten und übers Fischleintal herunter und konnten das ganze Zinnenplateau kontrollieren. Deswegen war der Paternkofel so wichtig. Christian Innerkofler ist ein Urenkel von Sepp Innerkofler. Heute ist er der Besitzer des Berggasthofs und führt eine Familientradition weiter, die sein legendärer Urgroßvater vor mehr als 100 Jahren begründete. Die Innerkoflers waren schon seit Generationen Bauern in dieser Gegend. 1865 dann wurde ihr Spross mit Namen Sepp geboren. Er lernte das Schießen und Klettern von wahren Könnern, den Mitgliedern der eigenen Familie. Sepp Innerkofler war der Erstbesteiger von mindestens 50 Bergen in den Dolomiten. Unter anderem stand er als erster auf der Großen Zinne, 2999 Meter hoch. Er bestieg auch das Matterhorn. Doch sein Lieblingsgipfel blieb der Paternkofel, auf Italienisch Monte Paterno. Ab Mai 1915 wurde das Klettern einst ein Freizeitvergnügen zu einem Schachspiel um Leben und Tod. Vor dem Krieg markierten die Dolomiten die Grenze zwischen Österreich, Ungarn und Italien. Sepp Innerkofler, einst Knecht, jetzt Bergführer, verdiente inzwischen gutes Geld, wenn er reiche Bergfreunde auf die Gipfel südlich des Pustertals begleitete. Zuerst war er als Knecht bei einem Bauern tätig und dann war er in einem Sägewerk im Ort tätig, wo er hauptsächlich nachts arbeitete, um untertags eben zum Bergsteigen gehen zu können. Und schon bald hat man gesehen, dass er als Bergsteiger eben sehr große Fähigkeiten hatte und hat dann im Laufe der Zeit eben die Bergsteigerprüfung erworben. Sepp Innerkofler. Ein großer Bergsteiger, aber ein noch größerer Bergführer, der eine Menge neuer Kletterrouten in den Dolomiten erschloss. Ende des 19. Jahrhunderts wandelte sich der Inhalt des Bergsteigens. Was zunächst topografische Erkundung war, wurde jetzt zum Wettbewerb und Sport der Begüterten. Das hier ist das Rifugio Locatelli. Das ist eine Geschichte für sich. Der ursprüngliche Name ist Dreizinnenhütte. Auf Italienisch Rifugio Trecime. Die Hütte wurde von den Italienern zerstört und neu benannt nach dem berühmten Bergsteiger Sepp Innerkofler. Er war eine Art Pionier für das Tal, für den Ort Sexten, für den Fremdenverkehr, weil er hat schon damals die Wichtigkeit zum Beispiel des Fischleintals, des Sexten gesehen, als Ausgangspunkt eben zum Bergsteigen. Nach 5 Jahren Arbeit als Bergführer heiratete Sepp Innerkofler Maria Stadler, eine Österreicherin und selbst eine bekannte Bergsteigerin. Unter anderem die erste Frau, die je den Gipfel der Kleinen Zinne bestieg. Die beiden bekamen 5 Kinder und betrieben bald eine blühende Berghütte. Mit seinen ersten Einkünften hat er dann eben die erste Dreizinnenhütte gebaut, die schon 2 Jahre später dann gleich erweitert wurde, weil sie zu klein war. Und dann eben den Dolomitenhof hier im Fischleintal im Jahr 1905 und ein Garni, also eine Frühstückspension im Ort draußen.
Während sich die Anfänge des alpinen Bergtourismus auf den Gletschern abspielten, lockten in den Ostalpen lotrechte Felswände. Unzählige viele Erstbesteigungen gemacht. Seine wohl bekannteste war die Besteigung der kleinen Zinne Nordwand, welche ihm auch dann den Ruhm eingebracht hatten. Also hauptsächlich Engländer, Österreicher, Holländer, die damals kamen, alles eher Leute mit Geld oder Adelige, die wollten dann alle mit ihm in die Berge gehen. Sepp Innerkofler war der Pionier des Kletterns in senkrechten Wänden. Innerkofler ist berühmt für seine Erstbesteigungen, primär für die der kleinen Zinne auf der bis heute üblichen und extrem schwierigen Route, ferner für die Bezwingung des Nordwestgipfels des Paternkofel. Vieles hat sich verändert, seit Sepp Innerkofler die kleine Zinne bezwang. Damals waren die Seile dicker, sie nahmen viel Wasser auf und waren überhaupt nicht elastisch. Sie waren steif. Heute tragen wir Kletterschuhe mit einer glatten Sohle, die gut haftet. Früher benutzte man schwere Bergschuhe mit dicken, steifen Sohlen aus Leder und Filz. Man kletterte ohne Seilsicherung. Alles war viel schwieriger. Nur selten konnte man eine Schraube fixieren und sein Seil durch einen Karabiner führen. Meistens gab es nur den Fels und die Felswand. Oder man benutzte die Schulterschlinge. Ich zeige Ihnen das mal. Stellen Sie sich vor, Sie müssten hier Ihren Partner vor dem Absturz sichern. Heute setzt man beim Klettern zuallererst auf Sicherheit. Die mentale Kraft von Sepp Innerkofler und den Bergsteigern seiner Zeit war echt unglaublich. 1915 wurde die Straße unten im Tal strategisch wichtig, weil sie den Weg nach Wien und Innsbruck eröffnete. Hätten die Italiener diese schmale Bergkette bezwungen, hätten sie die Nachschubroute nach Trient geblockt. Durchs Pustertal konnte man rasch ins pochende Herz Österreichs vorstoßen. Innsbruck lag nur einen Katzensprung entfernt. Andererseits musste sich das Oberkommando in Wien weit ernstere Sorgen um das Geschehen an der Ostfront machen. Der entscheidende Vorstoß der italienischen Truppen zielte auf Görz. Und dort drohte ihr Vormarsch, das österreichische Kaiserreich mitten entzwei zu sprengen. Sepp Innerkofler war Milizionär bei der 3. Standschützeneinheit mit Standort Sexten. Als Italien, Österreich, Ungarn den Krieg erklärt hat, waren alle wehrdienstfähigen Männer aus dem Ort ja bereits eingezogen. Die waren an anderen Kriegsfronten im Einsatz. Im Dorf waren eigentlich nur alte Menschen, Junge oder solche, die für den Militärdienst nicht tauglich waren. Und auch Sepp Innerkofler war eigentlich nicht tauglich. Deswegen war er ja im Ort. Bei den Standschützen waren die ortsansässigen Bergführer, Träger, Hirten und Waldarbeiter vereint. Sie kannten alle Tricks und Kniffe, die man im Hochgebirge braucht. Sie gingen Patrouillen, waren wenig mehr als staatlich finanzierte Schützenvereine. Doch als die Italiener auf österreichisches Gebiet vordrangen, mobilisierte der Waffenruf des Kaisers 38.000 dieser Standschützen. Sie verteidigten ihre Täler. Sie wussten, wie man sich dort bewegt. Das war ein großer Vorteil. Dazu waren sie exzellente Schützen, und zwar aus gutem Grund. In der ganzen Gegend lebte man letztlich von der Jagd. Sie mussten alle gute Schützen sein. Auch die K&K Kaiserjäger wurden hier eingesetzt, die Gebirgstruppen der regulären Armee. Ebenso ein Regiment des Alpenkorps, Elitesoldaten des deutschen Heeres. Innerkofler, 56 Jahre alt, wurde Sergeant einer Patrouille aus den 12 besten Bergsteigern in Sexten. Und mit den wenigen Leuten, die im Ort waren, also Bergführer, ältere, jüngere, haben sie die fliegende Patrouille gebildet, wo sie den Anschein erweckten, dass die ganzen Dolomitengipfel von Sexten, also die ganzen Berggipfel, fix besetzt waren. Also sie sind tagtäglich auf 2, 3 verschiedene Gipfel gestiegen, haben sich dort gezeigt, haben die Präsenz gezeigt, um die Italiener zu täuschen.
Am ersten Tag des Krieges kletterte Sepp Innerkofler auf den Gipfel des Patternkofel und beobachtete, wie die Artillerie der Österreicher die italienischen Truppen im Dorf Misurina beschoss. Die ersten Granaten feuerte man auf dem Monte Rudo ab, noch vor dem Ablauf des Ultimatums der Italiener. Sie trafen den Sattel des Col di Mezzo und die Alpini, die dort die Schützengräben ausbauten. Jetzt reagierte Hauptmann Mazzini von der 58. Gebirgsbatterie und besetzte sofort den Kamm der Drei Zinnen. Man beschoss die Dreizinnenhütte, die niederbrannte. Die italienischen Truppen, die in die Bergtäler vorstießen, während sich die Österreicher auf die Gipfel zurückzogen, waren die Alpini. Blitzschnell stürmten sie auf die Bergpässe und Bergkämme, um von dort aus die Gipfelplateaus zu erobern. Die Österreicher wiederum wurden von mehreren Bataillonen des deutschen Alpenkorps unterstützt. Trotzdem blieben sie, was Mann und Waffen anging, unterlegen. Sepp Innerkofler wusste, dass es jetzt galt, den Gipfel des Patternkofel zu besetzen. Und schon damals hatte er gesagt zum Befehlshaber, zum österreichischen Befehlshaber, dass der Patternkofel fix besetzt werden müsste, da er von großer strategischer Bedeutung war. Aber man hat ihm nicht recht gegeben. Er hatte ihn schon eingenommen und ihm wurde befohlen, wieder herunterzukommen. Ja, und eben 2 Tage später waren eben die Italiener auf dem Gipfel. Und dann wurden sich die Befehlshaber bewusst, wie wichtig der Gipfel war und gaben Sepp Innerkofler mit seiner fliegenden Patrouille den Befehl, ihn wieder einzunehmen. Er sagte, das ist fast unmöglich, aber wir werden es versuchen. Heute wandern die beiden Briten zum Sattel des Patternkofel. Dort sieht man deutlich, warum der Gipfel eine so entscheidende strategische Rolle spielte. Vor ihnen liegt der Sextnerstein, daneben der Toblinger Knoten, rechts davon der Patternkofel. Die Mitglieder der britischen Durand Group wollen die Route um den Berggipfel begehen und sehen, wo die Italiener ihre Stellungen hatten, gebaut in den 2 Jahren des Kampfes um den Gipfel. Ausgangspunkt der Erkundung ist ein Zugang zu den Stollen der Alpini. Aus Sicherheitsgründen legen die beiden Briten Karabinergurte an, denn es naht der gefährlichste Teil dieses Tages, die Begehung eines schmalen Steigs unterhalb des Gipfels, der zum nächsten Stollen der Alpini führt. Der Schnee ist hoch, stets droht der jähe Absturz. Am 18. Juni bekam Innerkofler eine Silbermedaille verliehen, weil er nach einem Mann-zu-Mann-Kampf mit italienischen Alpini seinen Beobachtungsposten auf dem Einserkofel, auf Italienisch Cima Una, hielt. Zu jener Zeit rückten nämlich die Italiener vor und übernahmen die Kontrolle über alle Gipfel ringsum. Jetzt kontrollierten sie die Pässe und die Straßen nach Sexten und zum Brenner. Innerkoflers Kampf beobachteten Soldaten sowohl auf italienischer als auch auf österreichischer Seite. Auf einem Erkundungstrupp von der fliegenden Patrouille sind sie hinter die italienischen Linien gegangen und dort hat er eine Gemse erlegt und mit nach Hause gebracht. Und da wurde er, ja, bei einem so einen Erkundungsgang wurde er auch entdeckt und dann hatten ihm die italienischen Truppen den Weg abgeschnitten, den Rückweg abgeschnitten und in diesem Zuge hat er den Hängegletscher der Hochbrunner Schneide hintenrum eigentlich erst begangen. Innerkofler erlegte also einen Gemsbock, verriet dabei aber dem Feind seine Position. Das Oberkommando in Wien, das auf Gedeih oder Verderb den Patternkofel zurückerobern wollte, befahl Innerkofler, mit 5 der besten seiner Männer einen Angriff auf das Gipfelplateau zu wagen. Es war ein Selbstmordkommando und Innerkofler wusste das. Ja, weil die Italiener sind ja über die Südseite vom Patternsattel aufgestiegen, der ja viel leichter ist. Und er musste praktisch über diesen Nordwestgrat aufsteigen, der um einiges schwieriger ist. Und es wurde ein Plan ausgearbeitet
wieder einzunehmen war. In den frühen Morgenstunden sind sie eben schon gestartet, sind draufgegangen. Damals sagte er zu seinem Sohn, der damals 17 Jahre alt war, der auch Teil der fliegenden Patrouille war, heute gehst du nicht mit, heute bleibst du herunten, weil wahrscheinlich kommen wir nicht zurück. So. Also, und so hat es mir mein Großvater erzählt, der damals oben zugeschaut hat. Sepp Innerkoflers Besteigung des Patern-Kofel am 4. Juli 1915 und der Zweikampf danach sind bis heute eine legendär gebliebene Heldentat des Ersten Weltkriegs. »4. Juli 1915. Bei Sonnenaufgang steht Sepp Innerkofler bereits am Fuße der Nordwand des Patern-Kofel. Rundum die Stille des Hochgebirges. Stumm sehen Innerkoflers Söhne zu, wie ihr Vater mit seinen 5 Mann den Aufstieg zum Gipfel beginnt. Um zu prüfen, exakt wo Sepp Innerkofler kletterte, machen sich Paolo Tassi und die beiden Briten auf den Weg. Sie starten bei der Dreizinnenhütte, dem Berghof Innerkoflers. Der Ausblick dort oben ist atemberaubend schön. Zur Unterstützung der Kletterer stand eine Einheit aus 30 österreichischen Landesschützen plus einigen Pionieren bereit, darunter Sepp Innerkoflers Bruder. Sie sollten den Patern-Kofel nach der Eroberung angriffssicher befestigen. Feuerschutz durch Maschinengewehre und Artillerie war bereits gewährleistet. Viele Menschen wurden Augenzeugen des Aufstiegs sowie des Kampfes. Die 6 Bergsteiger waren allesamt bekannte Bergführer aus dem Sechstental. Ihre Bewaffnung bestand aus je einem Karabiner und einigen Handgranaten. Die 6 starteten bei der Brandruine der Dreizinnenhütte. Wollte man einen gut befestigten Gipfel einnehmen, musste man einen Überraschungsangriff starten und alles ausnutzen, was Natur und Wetter einem schenkten. Die Nordwand, der Nordkamin, beides war wie bei allen Nordwänden in den Alpen schwierigstes Terrain. Der Aufstieg im Nordkamin des Patern-Kofel hat sich nicht verändert. Aber man muss wissen, dass die ersten Kletterer es mit sehr lockerem Gestein zu tun hatten. Mittlerweile ist der Fels ausgeputzt. Die Schwierigkeit des Aufstiegs bleibt bis heute, wie sie war. Nur der Nervenkitzel der Erprobung neuer Routen ist natürlich längst verschwunden. Kurz vor dem Gipfel löste Sepp Innerkofler sein Kletterseil und machte sich dann solo an den Aufstieg hoch zum Plateau. Ich glaube an das, was mir mein Opa erzählt hat. Und der hat es mir so erzählt, also, weil der Plan war so, dass sie bei Nacht aufsteigen und oben, sobald sie in Gipfelnähe sind, dass er den österreichischen Truppen ein Zeichen gibt, um ihm Deckungsfeuer zu geben. Dann sollte er Granaten über den Gipfelaufbau werfen und nachher den Gipfel stürmen. Der erfahrene Bergsteiger kletterte ohne alle technischen Hilfen zu seinem Überraschungsangriff auf den Berg, lediglich die Artillerie gab ihm Feuerschutz. Augenzeugenberichten zufolge wurde Sepp Innerkofler von Granatsplittern getroffen, ebenso ein zweiter Kamerad, aber sie kletterten weiter. Was auf dem Gipfel passierte, ist bis heute umstritten. Auf dem Gipfel angelangt, warf Innerkofler 3 Handgranaten in die italienischen Schützengräben, aber sie explodierten nicht. Dann starb Sepp Innerkofler in einem Hagel aus Steinen, Artilleriefeuer und MG-Kugeln. Ob er von den Österreichern getötet wurde, von einem Italiener oder einem Stein, geworfen von einem der Alpini, bleibt bis heute kontrovers. Le versioni contrastanti. Es gibt unterschiedliche Versionen zu den letzten Augenblicken von Innerkoflers Leben.
degli ultimi atti della vita di Ina Kofler. Am tragischsten allerdings sehr heldenhaft ist die Tatsache, dass er vor den Augen seines Sohnes starb. Angelo Loschi, der die Trage trug, missachtete das Feuer der Österreicher und stieg den Doppelkamin hinunter, um die Leiche seines Freundes zu bergen. Nach 3 Tagen barg man die Leiche Sepp Ina Koflers. Die Alpini schlugen eine Höhle in den Gipfel des Paternkofels, machten aus dem Kletterseil Ina Koflers ein Kreuz und bedeckten seine Überreste mit Blumen. Sepp Ina Kofler lag 3 Jahre lang auf dem Gipfel seines geliebten Berges. Bis heute lebt Ina Koflers Ruhm bei den Bergsteigern fort, die auf den vielen Steigen und Routen klettern, die er einst bahnte. Nachdem der Paternkofel fest in italienischer Hand blieb, wurden die nächstniedrigeren Berge zum Schlüssel für den Zugang zum strategisch wichtigen Pustertal und Fischleintal. Von Sepp Ina Koflers altem Berggasthof aus genießen Paolo Tassi und Julia Richardson den herrlichen Blick auf die beiden Gipfel, um die Italien und Österreich 2 Jahre lang kämpften. Wir stehen am Fuße der beiden Berge. Rechts ist der Toblinger Knoten. Die beiden Spitzen. Ja, links der Sasso di Sesto, der Sextner Stein. Verrückt, dass die Italiener hier saßen und Österreich-Ungarn drüben. Paolo Tassi und die beiden Experten der Durand Group haben die Stollen am Fuß des Paternkofel erreicht und werden sie nun erkunden. Da die italienischen Alpini das Pustertal nicht ohne stärkere Unterstützung angreifen konnten, besetzten sie schlicht und einfach den Gipfel des Paternkofel. Der Monte Paterno war der Dreh- und Angelpunkt der Verteidigung des Dreizinnengebiets. Das war eine wichtige Verteidigungslinie, die von der Forcella Pian di Gengia bis zum Valle Aurina reichte. Mit ihr blockierte man die Österreicher in ihren eigenen Tälern. In den Wochen danach wurden die Dreizinnen zu einer Zitadelle der Italiener. Kanonen, Suchscheinwerfer und MG-Nester. Die Österreicher verschanzten sich mit Kanonen und Mörsern und Schützengräben, die durch tiefe Stollen verbunden waren. Dazu ganze Verhaue von Stacheldraht am Schwalbenalpenkopf und am Rauchkofel. Der Ausguck der Österreicher lag auf dem Gipfel des Toblinger Knotens, der vorderste Ausguck der Italiener wiederum auf dem Gipfel des Paternkofel. Das ganze Areal zwischen den Bergen lag mitten im tödlichen Sperrfeuer. Das MG war billig, tragbar und leicht zu verstecken. Im Gebirge die optimale Waffe. In den Händen eines gut ausgebildeten MG-Schützen konnte man damit weite Bereiche eines Bergs kontrollieren, ja selbst einen ganzen Pass. Die Alpini verschanzten sich deshalb in Gräben, die sie mit langen Stollen verbanden. Der längste dieser Stollen verband den Posten auf dem Paternkofel direkt mit der Front. Dieser Weg war entscheidend für die Italiener, da sie so die österreichische Infanterie auf dem nächst niedrigeren Bergplateau in Schach hielten. Das hier ist so ausgebaut, dass man sogar ein MG auf Stativ aufbauen kann. Von hier überblickt man das ganze Tal. Und kontrolliert es. Natürlich sind Maschinengewehre hier die optimale Waffe. Sie sind leicht, tragbar, haben eine große Reichweite. MGs, Mörser und leichte Geschütze werden vor allem für die Nähe eingesetzt. Mit der schweren Artillerie versucht man dagegen, den Feind aus seinen Verschanzungen zu vertreiben, um dann selber nachzurücken. Dies hier ist primär ein Stollen zur Verteidigung, aber er dient auch als Quartier.
Im März des Jahres 1917 entschloss sich die im Sattel zwischen den Drei Zinnen und dem Toblinger Knoten verschanzte 3. Kompanie der Innsbrucker Standschützen, die italienischen Stellungen zu erobern. Die Schneehöhe war damals 3 Meter, also grub man einen langen Tunnel in Richtung der italienischen Posten. Nach einem Monat hatte man den Fuß der Felsnadeln erreicht. 50 Österreicher stürmten die italienischen Stollen in einem Überraschungsangriff. Nach einer Stunde erbitterten Kampfes hatten die Österreicher die Stellung genommen. Der Gegenangriff der Italiener zwang sie bis auf den Gipfel. Zuletzt zogen sich die Angreifer auf ihre Ursprungsposition zurück. Das größte Problem für beide Armeen war die Logistik des Transports und Nachschubs in dem unzugänglichen Bergterrain. Fußsoldaten und Maultiere schleppten Vorräte auf dem Rücken nach oben, trugen je 25 bzw. 100 Kilo. Außerdem baute man jede Menge Seilbahnen und Tunnel zur Sicherung des Nachschubs. Un altro dato molto significativo sulla guerra di montagna, sulla guerra bianca, sulla guerra a contatto con Eine Zahl, die sehr viel über den Weißen Krieg aussagt, also über den Krieg als Kampf gegen die Natur, vor allem im Winter, ist die Anzahl der Toten nach 2 Kriegswintern an der italienisch-österreichischen Front. 10.000 Gefallene waren Opfer des Weißen Kriegs. Der Winter des Jahres 1915 war einer der kältesten des ganzen 20. Jahrhunderts. Oben auf den Gipfeln konnte sich keine der beiden Kriegsparteien bewegen. Die Alpini griffen deshalb einmal mehr den Toblinger Knoten an. Dank der in den Patternkofel gegrabenen Stollen konnten die Alpini Proviant zu ihren Posten schaffen. Noch heute finden sich unter Tage viele Beweise ihres Tuns. Giacomo Bollini hat viele dieser Fundstücke gesammelt. Um die Finger vor der von den Gletschern heranwehenden Kälte zu schützen, fütterte man die Handschuhe mit Kaninchenfell, wie hier. Ein zweites Problem war die Reflexion der Sonne auf dem Schnee. Mit Gletscherbrillen wie dieser hier wurden sowohl die Österreicher als auch die Italiener ausgerüstet. Gegen die Schneestürme schützten diese Brillen ebenfalls. Auch sie waren mit Kaninchenfell ausgestattet. Allein schon körperlich gesehen. Das ist ein gefährlicher Arbeitsplatz. Das war extrem gefährlich. Sie mussten dort mauern, unmittelbar am Abgrund. Während die sinkende Sonne jene Gipfel beleuchtet, um die Österreich und Italien so heftig kämpften, wandern die Briten und ihr Bergführer den schmalen Steig hinunter zu ihrem Quartier unter den Gipfeln der Drei Zinnen. Um ein besseres Bild des Kriegs in den Dolomiten zu gewinnen, wollen sie morgen einen anderen Frontabschnitt besichtigen, die Westflanke des Monte Piana und die Verschanzungen im Val Fonda. Hier im Tal zwischen dem Monte Cristallino und dem Strudelkopf verlief die Front zwischen Italien und Österreich-Ungarn. Rechts lag der Monte Piana, flach und damit ideal für Infanterieangriffe, dazu entscheidend für den Weg ins Pustertal. Anders als bei den Sextener Dolomiten, von der Natur ebenso gut geschützt wie vom Militär, hätte es die Eroberung des Monte Piana den Italienern ermöglicht, nach Trient vorzurücken. Doch weiter als bis hier kam ihre Infanterie nicht. Abertausende Soldaten fanden auf den Bergen den Tod. Doch hier unten im Tal hielt die Front. Es kam zu hitzigen Gefechten, als die Italiener die Bergkette vom Monte Piana bis zum Patternkofel zu erobern versuchten. Die Alpenschlacht wurde zum Überlebenskampf für Österreich-Ungarn. Noch heute finden sich überall Gegenstände aus dem Ersten Weltkrieg. Stacheldraht.
Interessant. Denn bislang war aller Stacheldraht doppelt geflochten. Der hier dreifach. Die beiden Forscher kommen zu einem alten Unterstand. Vielleicht eine Küche, nach den Konservendosen und Feldflaschen zu schließen. Ich sag dir, was das ist. Ein Kamin. Aber ja, ganz oben ist ein Deckel. Ja, da kam der Rauch raus. Monatelang harrten die Soldaten in diesen Gräben und Unterständen aus. Das ist perfekt, um ein MG aufzustellen. Ja, es würde mich nicht wundern, wenn man diesen Bereich massiv beschossen hätte. Sehr spannend. In den Schützengräben drohte allzeit der Tod. Sieh nur, das ist eine Granate. Stell dir vor, das Ding saust mit mehreren tausend Meter pro Sekunde durch die Luft. Glühend heiß, wenn es auf etwas oder jemanden trifft. Jemanden? Eine Mordwaffe. Das sieht anders aus. Was ist das? Ah, ein Zünder. Lass mal sehen. Der ist vermutlich für ein Schrapnellgeschoss. In den Kartätschen stecken Bleikugeln. Etwa groß wie eine Murmel. Hunderte in jedem Geschoss, ja? Ja. Denk nur an die Somme. Da findet man viele. Hier siehst du die Kerben des Dralls im Rohr. Für die Sekunden, ja? Ja, 18, 20, 22, 24, 28. Das sind die Sekunden. Der Schütze berechnet die Flugzeit von seiner Position bis zur feindlichen Stellung. Er will, dass das Geschoss in der Luft explodiert. Die beiden Briten stoßen auf ein Mahnmal, offenbar von den Überlebenden einer italienischen Infanteriekompanie gebaut, die hier stationiert war. Unglaublich, ein Denkmal. Und hier steht Fullin Giuseppe. Da nochmal. Offenbar wurde es von den Soldaten selbst errichtet. Volle 3 Jahre lang ruhte Sepp Innerkoflers Leiche auf dem Gipfel des Patternkofel, auf eisigen 2774 Metern Höhe, mitten im Schauplatz des Krieges in den Alpen. Im August 1918 barg eine kleine Expedition unter Führung von Innerkoflers Sohn die Überreste des Berghelden und brachte sie ins Tal hinunter nach Sexten, wo Sepp Innerkofler auf dem Friedhof vor der Kirche beerdigt wurde. Eigentlich beide Parteien auch geschätzt haben. Die kannten sich ja schon auch vorher, vor dem Krieg, und kannten sich schon und wussten von den Fähigkeiten. Und sie es nicht als absurd fanden, dass er wegen dem Krieg sterben musste. Noch heute ruhen Sepp Innerkoflers Knochen im Familiengrab in Sexten. Aber bis heute bleibt das Geheimnis um seinen Tod. Es gibt unterschiedliche Versionen zu Innerkoflers Tod. Die Historiker sind uneinig, welche der 3 gängigen Versionen stimmt. Ich bin mit Militärs auf den Sextener Stein geklettert. Man könnte ihn mit einem MG vom Oppelkamin aus gut treffen. Ich glaube also, es ist gut denkbar, dass Innerkofler durch MG-Feuer der Österreicher starb. Ich jedenfalls glaube, dass die österreichischen Soldaten im Morgengrauen Innerkoflers Patrouille, als sie den Berg hinaufstiegen, für Italiener hielten, die hinunterstiegen. Die Innerkofler-Saga wäre aber nicht komplett ohne die Version der italienischen Gebirgsjäger, die den Patternkofel besetzt hielten. Hier am Mahnmal zu Ehren der toten Alpini sprechen Julia Richardson und Andy Hawkins mit dem Neffen von Pietro De Luca. Pietro De Luca war ein Alpino beim 6. Regiment, das den Patternkofel verteidigte.
Alle Versionen sind identisch bis zu der Sekunde, als Innerkofler den Gipfel erreichte. Laut den Italienern wurde er von einem Alpino getötet. Innerkofler kletterte die senkrechte Felswand hinauf und kam am Gipfel an. Kaum war er oben, bekam Di Luca das mit. Innerkofler warf seine Granaten und Di Luca, der verwundet und unbewaffnet war, ohne sein Gewehr packte einen Felsbrocken, schleuderte ihn auf den Bergführer. Er traf. Innerkofler stürzte ab. Die Version, dass der Alpino De Luca mit einem Felsbrocken den legendären Bergführer der Österreicher tötete, war natürlich schmeichelhaft fürs italienische Militär. Mein Opa hat mir gesagt, bei diesem Deckungsfeuer sei er vom eigenen Feuer getroffen worden. Also mein Opa hat es mir immer wieder so erzählt, so hat es sich zugetragen. Vielleicht ist die Version, der zufolge Innerkofler durch den Felsbrocken starb, für beide Seiten am ehesten zu ertragen. Hätte man zugegeben, dass ein so berühmter Mann wie Innerkofler in den ersten Tagen des Kriegs aus eigener Dummheit starb, wäre das prima Propaganda fürs italienische Militär gewesen. Das hier ist der verwundete Di Luca. Man sieht gleich, wie riesig er war. Es heißt, er hatte Hände so groß wie Schaufeln. Pietro De Luca wanderte später nach Südamerika aus. Seine Nachkommen erzählten ihren Verwandten viele blumige Geschichten. Mein Großvater war sehr fesch und stattlich, sehr stattlich, mit leuchtend schwarzem Haar, seine Augen blau wie der Himmel über Treviso. Genau das schrieb sie. Seine Hände waren riesig und stark, von der Arbeit gestählt, dabei so zart. Der Familie Innerkofler blieb keine andere Wahl, als weiterhin in den Bergen ihre Hütte zu betreiben, auch mitten im Krieg. Muss er sicher ein Mann von großem Mut und Unerschrockenheit gewesen sein. Er war eine bekannte Figur und ist eigentlich für sein Vaterland, für die Verteidigung gestorben. Seine Frau Maria musste eben nach dem Rechten im Dolomitenhof schauen. Und natürlich nach seinem Tod musste sie das alles weiterführen, was sicher nicht einfach war. Wir dürfen all das nicht vergessen. Erzählt man davon in den Schulen, glauben es die Schüler nicht. Es sind Dinge, die sie nicht begreifen, weil sie heute so völlig anders leben. Man drückt einen Knopf, fertig. Damals brauchte man Kraft, Hände und Beine und Grips. Die Italiener sahen sich zuletzt gezwungen, die Berggipfel der Dolomiten aufzugeben. Der Wendepunkt kam mit der Schlacht von Karfreid, beziehungsweise italienisch Caporetto, einem 3-wöchigen Gemetzel, bei dem mehr als 500.000 Soldaten starben oder verwundet wurden. Mit dem Versailler Vertrag gingen die gesamten Dolomiten, darunter die 3 Zinnen, ganz Tirol mit Bozen und Trient, wieder zurück an Italien. 1 Million Österreicher und Italiener starben im Ersten Weltkrieg, Hunderttausende von ihnen mitten im Hochgebirge. Noch heute finden sich hier Schützengräben, Eisenleitern und enge Stollen, selbst auf den höchsten Gipfeln. Es sind gespenstische Mahnmale an die tragischen Schlachten der Jahre 1915 bis 1918. Sie alle erinnern an zigtausende gewöhnliche oder auch außergewöhnliche Männer, die hier ihr Leben riskierten oder opferten, mitten im prächtigen Bergpanorama der Dolomiten.